Also wir haben jetzt zum allerersten Mal einen ganzen Jugendpräventions-Workshop-Tag veranstaltet. Wir machen hier in der Foundation ganz schön viel. Wir gehen in Betriebe, machen Aufklärungs- und Präventionsarbeit oder auch in Justizvollzugsanstalten. Aber unsere Hauptzielgruppe sind eigentlich immer die Jugendlichen, also da, wo wir auch wirklich noch ansetzen können und vielleicht was verhindern. Workshops und Vorträge gehalten haben halt die Mitglieder der F-Foundation. Wir sind verschiedene Ex-Suchtis, also Menschen, die mal Alkoholiker waren oder computerspielabhängig oder so wie ich eine Essstörung hatten oder drogenabhängig waren. Darum hoffen wir mit der ganzen Manpower, die wir haben, einfach besonders viele junge Menschen ansprechen und zum Nachdenken anregen zu können und hoffentlich den einen oder die andere vor dem Schlimmsten bewahren zu können. Ansätze auch. Wir haben auch ein Resilienztraining auch mit dabei gehabt hier heute, ein Führungskräftetraining, ein Stimmtraining, ein Körperhaltungstraining, ein Selbstverteidigungstraining. Das sind alles Ansätze, die jungen Menschen helfen, stark zu sein und damit eben auch stark gegen Sucht zu sein. Ja. Also ich habe ganz viele Gefühle auf dieser Veranstaltung. Ja, das ist ja so, also was man hier erlebt ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sie sehen ja, wie es mir geht. Auf der einen Seite bin ich total überrascht, auch meine Schüler hier zu erleben, wie die geflasht sind. Das erreichen wir im Unterricht nie. Auf der anderen Seite geht es mir persönlich nah, weil auch ich als Mensch hier sitze und weiß, was bei mir im Argen ist und was bei uns allen im Argen ist. Und insofern fühle ich gerade sehr, sehr viel. Und es muss auch erst mal sacken. Man hat sehr viel an dem heutigen Tag dazugelernt und ist einfach empfehlenswert, weil man weiß, wie man reagieren soll, wenn sowas einem passiert oder im Umfeld sowas passiert. Es ist toll, Leute sprechen zu hören hier, die selber eine Geschichte haben, die ihre Geschichte ganz offen nach außen tragen und damit quasi auch, glaube ich, die Schüler beeindrucken können. Noch, dass halt, wenn man halt Personen oder Freunde hat, dass man denen halt helfen kann und diese Informationen weitergibt, die man heute aufgenommen hat. Ich würde es weiterempfehlen, ja. Und warum? Einfach weil es unheimlich schön gestaltet ist und ich glaube, jede Altersstufe tatsächlich auch viel Spaß macht, durch die Vielseitigkeit. Mich selbst zu lieben, ja, und mir jeden Tag auch die Frage zu stellen, bin ich gerade glücklich, wie geht es mir und mehr bei mir selbst zu sein. Das kam bei jedem der Vorträge bisher raus. Ich glaube, das ist so ein bisschen Grundtenor. Ja, und das nehme ich für mich persönlich auch nochmal heute mit. Ich habe ein gutes Gefühl, ich habe viel erlebt, ich kann viel für mich mitnehmen, kann es auch weitertragen auf jeden Fall und habe auch neue Ideen für meine Arbeit zum Beispiel mitgenommen. Wir werden auf jeden Fall da dranbleiben und bestimmt auch mal Personen einladen, weil das einfach eine andere Art von Unterricht ist, als wenn man selbst vorn steht und gemeinsam mit den Schülern was erarbeitet. Dass es wichtig ist, auf sich selbst zu achten und auf sich selbst aufzupassen. So auf sein eigenes Gefühl zu hören. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein schwarz und weiß. Es ist wichtig, die Mitte für sich zu finden. Das habe ich auch mitgenommen. Prävention funktioniert nicht mit erhobenem Zeigefinger und Prävention funktioniert auch nicht immer, wenn man nur über etwas redet. Wir reden halt von etwas, wir haben alle selber erlebt, was es bedeutet, süchtig zu sein und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir damit Menschen ganz besonders berühren können. Ich bin total begeistert, denn man darf wirklich nicht vergessen, alles, was hier heute passiert ist, ist reines Ehrenamt. Die Eintrittsgelder, die wir eingenommen haben, die sind nur für die Location da. Niemand hier hat ein Honorar bekommen. Alle haben ihre Anreise selber bezahlt und da war so viel Herzblut und so viel Energie vorher von allen Beteiligten geflossen, dass das wirklich ganz gut funktioniert hat.